Guten Morgen, meine Lieben. Wir sind einen weiteren Tag im Legoland, beziehungsweise derzeit noch im Feriendorf. Und es ist noch relativ früh, denn zwischen, und jetzt glaube ich nicht, dass ich was Falsches sage, zwischen 7:30 Uhr und 9:30 Uhr könnt ihr euch, wenn ihr am Campingplatz seid, in der Außentheke vom Dschungelbuffet ein Frühstück holen. Ganz richtig, dort gehen wir jetzt mal hin. Wir schauen uns das mal an. Haben bis jetzt nicht gewusst, wo die Außentheke sein soll. Es stand immer nur da, bei der Außentheke. Die haben wir dann sehr lange gesucht. Dann habe ich es nochmal gegoogelt und dann ist gestanden, vom Dschungelbuffet. Ja, richtig. Mal schauen. Also wir sind jetzt schon den insgesamt 4. Tag hier, glaube ich. Ja. Und natürlich, wie ihr gesehen habt, gestern haben wir so viel gekocht, Da geht irgendwann das Zeug. irgendwann die Vorräte knapp werden. Ja. Deswegen schauen wir jetzt mal, ich weiß nicht, wo es kürzer ist zum Gehen, ich glaube, es ist relativ egal. Schauen wir jetzt mal hin zum Steakhouse, glaube ich, wo das ist, oder Dschungelbuffet. Genau, das ist im gleichen Haus und anscheinend vom Dschungelbuffet die Außentheke. Wie gesagt, mal schauen. Lustigerweise auf den Spielplätzen ist schon wieder Ich wollte gerade dasselbe was los. sagen. Und ich bin mir sicher, es ist jetzt kurz nach 8, Ja. dass der Betrieb hier schon seit Sonnenaufgang ist. Ja. Und ja, die ersten Eltern wahrscheinlich schon müde sind und gar nicht mehr ins Legoland gehen wollen. Was ist heute am Programm? Heute ist lange Nacht, das heißt bis 22 Uhr geöffnet. Und das Feuerwerk, wir werden auch in den früheren Abendstunden, denke ich, irgendwann mal ins Dschungelbuffet gehen, weil ihr uns da auch geschrieben habt und wissen wollt, wie das so aussieht. Ich schaue mal, ob ich das ein bisschen filmen kann. Und was wir natürlich auch vorhaben, dadurch, dass lange Nacht ist, ist ja ein Megaprogramm rund um diese lange Nacht. Und da wollen wir uns natürlich ansehen, was wird da musikalisch geboten. Beziehungsweise irgendwas Künstlerisches gibt es auch. Tape Art habe ich gesehen. Da wird ein Auto geklebt, wenn ich mich nicht verlesen habe. Auf jeden Fall sehr, sehr viel Brimborium und Tohuwabohu. Unsere Freunde sind auch schon da. Freunde sind auch hier. Da stelle ich doch mal hin. Für ein Familienporträt. Sehr nettes Familienporträt. Super. Dann haben wir auch gleich ein Bild fürs Thumbnail. Das ist ja perfekt. Ansonsten, ich würde gerne, wir haben das bis jetzt eher weniger gemacht, weil auch die Wartezeiten immer sehr lange waren. Ich würde gerne noch vielleicht mit der ein oder anderen Bahn fahren. Vielleicht habe ich heute das Vergnügen, mit Johnny Thunder mitzufahren, mit meinem alten Freund, oder eine andere Bahn. Es war aber immer so, die letzten Tage, dass die Wartezeiten doch eine Stunde oder teilweise sogar länger waren. Und das ist dann eher weniger interessant, speziell natürlich, weil wir ja unseren Kleinen mithaben, der uns da schnell mal die Geduld verliert. Wir schauen jetzt mal bei dieser Außentheke vorbei und melden uns dort von dort wieder. Genau. Also wie gesagt, wenn ihr hier um die Kurve geht, wir haben halt die Kamera eigentlich erst vor wenigen Sekunden abgedreht, wo das Dschungelbuffet ist, dann seht ihr hier die Außenbar, wo man sich Kaffee und Brötchen holen kann. Da schauen wir jetzt mal mit euch hin. Finde ich gar nicht so ein schlechtes Angebot. Es gibt sogar Milch. Das ist perfekt. Hallo. 4 Croissants bitte. Wir haben gut eingekauft und das Einzige, was ihr beachten müsst, ist, man kann nicht mit der Karte zahlen. Wir hatten kein Bargeld mit, jetzt mussten wir noch mal zurücklaufen, aber kein Problem. Wir sind es schon so gewohnt, jetzt überall mit Karte zu zahlen, aber es gibt, so wie es aussieht, Croissants. Ich freue mich schon. Rita hat mich eingeladen, sie hat wieder mit meinem Geld bezahlt, aber sie hat mich trotzdem eingeladen. Und Tim haben wir auch eins mitgenommen. Tim bekommt natürlich auch eines. Und jetzt, es gibt auch so kleine Marmelade und ich glaube Nutella und Kaffee. Also falls ihr nichts mithaben solltet am Campingplatz. Oder es ausgeht. Oder auch in den Hotels und ihr wollt nicht jeden Tag ins Frühstücksbuffet, dann könnt ihr euch hier schnell was holen. Wirklich sehr praktisch eigentlich. Sehr praktisch, sehr nett, aber etwas versteckt. Also ich glaube nicht, dass da sehr viele hinkommen, einfach so. Deswegen unser Tipp für euch, die Außentheke. Außentheke im Gebäude, wo das Dschungelbuffet und das Steakhouse ist. Genau, auf der hinteren Seite quasi. Richtig.
Okay, Frühstück ist erledigt. Wir haben sogar noch von unserem lieben Freund Jürgen, vielen Dank an dieser Stelle an dich, noch Bananen, Heidelbeeren und alle möglichen anderen Sachen bekommen. Es ist so, der Kleine isst momentan Bananen bis zum Abwinken und auch Heidelbeeren liebt er sehr. Und wir sind jetzt doch schon einige Tage am Campingplatz und die sind uns ausgegangen. Jetzt hat er uns da noch was gebracht. Super. Coole Sache auf jeden Fall. Ich war jetzt gerade noch an der Rezeption, weil ich gefragt habe, wie das ist. Wir müssen ja morgen Sonntag aus dem Legoland Campingplatz raus. Das gilt übrigens auch, wenn ihr Hotelgäste seid. Und man kann dann noch gratis bis am Abend, also wenn ihr noch in den Park gehen wollt, am Hauptparkplatz vorne parken. Das werden wir also dann morgen machen und dann kann man mit der Hotelbuchung, mit dem Ausfahrticket noch bis am Abend dort parken, kostenlos, und kann dann, wenn man den Code 1 kennt, dort rausfahren. Als ich zurückkam, war ich schon alleine. Ich nehme an, die Damen und der Kleine sind schon am Weg in den Park. Also gehe ich jetzt mal schnell runter und schaue, wo sie sind. Ich habe die Damen jetzt noch nicht gefunden, aber bin jetzt trotzdem mal in den Park rein und gleich nach links rüber, weil ich mir gedacht habe, ich schaue jetzt mal kurz mit euch hier zu der Baustelle. Angeblich wurden hier schon Teile für eine neue Achterbahn geliefert und wir wissen ja noch immer nicht, welcher Themenbereich hier gebaut wird, aber das sieht schon, wenn man hier ein bisschen durch die Absperrung durchschaut, das sieht hier schon nach immer mehr aus. Also hoffentlich wird bald offenbart, was hier für ein Bereich hinkommt. Hier sind auf jeden Fall heute jedenfalls noch keine Baufahrzeuge in Bewegung. Es ist aber auch Samstag. Es hat sich seit dem letzten Mal aber schon einiges getan. Wie gesagt, die Kräne hier sind neu und wir sind ganz gespannt, welcher Bereich hier gebaut wird. So, jetzt schaue ich aber mal, wo die Damen sind, denn wir wollen sie ja nicht verärgern. Bis gleich. Ach ja, das Legoland Deutschland. Heute am Samstag, 13. August 2022. Ich habe gerade die Mitteilung von den Damen und Team bekommen, dass sie am Weg zu der Dschungelexpedition sind. Das heißt, dieser Wildwasserbahn, da bin ich mit Rita einmal gleich ganz am Morgen gefahren. Das war der Tag, an dem der Unfall war. Da haben wir aber die Kamera nicht in den Park mitgenommen, weil wir gesagt haben, wir wollen da kurz mal rein. Und das ist auch eine Empfehlung, gleich um 10 Uhr beim Eingang und dann sofort zu der Bahn, mit der ihr fahren wollt, denn untertags wird dann die Wartezeit meistens immer noch mehr, speziell bei den Wasserbahnen, wenn das Wetter hier schön ist. Sie schauen jetzt gerade, wie die Wartezeit dort vorne ist. Könnte sein, wenn es eine halbe Stunde oder weniger ist, dass... Oh nein, ich sehe schon die Leute. Ach so, nein, die stehen doch nicht bis heraus, oder sieht das nur so aus? Wenn es eine halbe Stunde oder vielleicht sogar weniger ist, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass sie dann damit fahren wollen. Und ich gehe mit Tim eine Runde Zug fahren. Ja, aber die Leute stehen doch bis hier heraus. Das heißt, das könnte schon eine Stunde sein. Offizielle Wartezeit hier 35 Minuten, wobei wir sind letztens ganz dort vorne gestanden, wo dann schon die Kehre kommt und haben, ich glaube, mindestens 40, wenn nicht 45 Minuten gewartet. Die Frage ist nur, wo sie jetzt hingegangen sind. Es seht es, eine Sucherei. So viel wie ich die 3 suche, da könnte ich auch in der einen oder anderen Schlange für eine Attraktion stehen, aber wir werden schauen. Heute wird es natürlich wieder sehr heiß. Lange Nacht ist heute mit dem Feuerwerk um 22 Uhr. Da wird natürlich einiges an Betrieb sein. Sie sind wieder weitergegangen, weil die Wartezeit zu lang war, verständlich. Und wir haben gesehen, dass der Ritterbereich heute wieder geöffnet ist. Das Einzige, was noch zu ist, ist die Drachenachterbahn. Und wir werden, oh, hier sind schon die Leute für die heutigen Shows, so wie es aussieht. Heute wird ja jede Menge geboten an Shows, an Paraden und so weiter. Und der Ritterbereich ist wieder offen. Und ich habe ein wenig ein mulmiges Gefühl, wenn wir jetzt dann gleich vor der Drachenachterbahn stehen werden. Aber ich denke, wir werden dort mal hinschauen, oder besser gesagt haben, dass die anderen sowieso schon, super Kameraequipment, ganz nass, befunden, dass das eine gute Idee ist. Hier auch bei den Tretermobilen stehen die Leute bis heraus. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt trotzdem mal in den Ritterbereich, weil viele von euch gefragt haben, ob dort was offen hat und wie das dort so ist.
ein epischer Moment, meinte Christoph. Wir betreten wieder den Ritterbereich. Episch weiß ich nicht, ob das ist, aber der Bereich war ja gestern zu. uns. Heute ist er wieder offen, was gut ist bei all der Tragödie. Und hoffentlich erholen sich die Geschädigten schnell, das möchten wir auch noch mal sagen. Aber hier ist heute wieder voller Betrieb. Ja, und man sieht schon, die Kids haben wieder Freude daran, auf den Pferdchen zu reiten, beziehungsweise Gold zu schürfen. Also hat schon auch was Gutes. Richtig. Diese kleine Drachenbahn fährt auch wieder, so wie es ausschaut. Voll beladen sogar, wie ihr sehen könnt. Ja, und ich finde es auch gut. Also gestern war, wenn ich mich nicht täusche, hier alles geschlossen, weil trotzdem Polizei und alles da war und die haben Ermittlungen angestellt, was denn da passiert sein könnte bei dieser Bahn. Es gibt jetzt mehrere Theorien, aber offenbar hat es was mit der Bremsanlage zu tun, dass ein Wagen der Drachenachterbahn zu stark abgebremst hat und der zweite dann nicht mehr gestoppt werden konnte. Das ist, wenn ich das mal so sagen darf, trotzdem noch immer mein Lieblingsbereich hier im Legoland. Es sieht einfach total cool aus, dieses Schloss hier mit den Fahnen oben, mit dem Ganzen, mit den Figuren, mit der Szenerie, mit allem drum und dran. Sehr. Was sagst du, Rita? Und es ist ja auch eines unserer Lieblingsrestaurants hier oder eins, in denen wir am öftersten fast gegessen haben. Ja, vollkommen richtig. Also der Ritterschmaus, der tut schon weh, wenn der nicht mehr da ist. Ich muss auch sagen, ist auch ein Bereich, der immer sehr geschäftig und belebt ist. Also hier sind wir selten allein. Leider. Meistens im Legoland überhaupt eher selten allein. Das ist richtig. Und ihr seht schon hier die Tore in die Ritterburg rein, wo der Feuerdrache auf uns wartet, sind verschlossen. Hier auch sogar mit so, keine Ahnung, sind das Tujen. Also hier darf man nicht mehr rein, brauchen wir auch gar nicht schauen, wie viel die Wartezeit ist, weil es hier leider zu diesem kleinen Unfall, oder klein ist jetzt untertrieben, zu diesem Unfall kam. Der Ritterschmaus ist auch noch zu. Ich will nicht sagen, aber er ist noch zu. Ja, es ist noch zu früh. Oder sperrt er vielleicht heute gar nicht auf? 10:11. Es sind auf jeden Fall auch hier alle Tische und Schirme weg. Also hier darf man auch nicht mehr sitzen und essen. Ja, und hier ist dann gibt es wahrscheinlich auch nichts zum Essen. Wie sie hier die letzten 20 Jahre gefahren wurde. Und der Wagen steht noch dort. Und man sieht auch, weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, einer der Wegen steht hier noch auf den Gleisen. Das Problem war ja auch anscheinend, seht ihr ihn? Ich glaube nicht, hier unten ist er, dass die Evakuierung in etwa 5 Metern Höhe stattgefunden hat, was sehr schwierig war. Da war die Feuerwehr da, da waren alle da und wie das genauer war von dem Unfallhergang, wissen wir nicht. Das wird erst geklärt. Wir möchten hier jetzt auch keinen Sensationsjournalismus betreiben, aber weil viele von euch, wir bekamen so viele Instagram- und Facebook-Nachrichten, wie das jetzt hier aussieht, ob man jetzt hier reingehen kann, ob das sicher ist, ob wir nach Hause fahren und so weiter. Also hier ist normaler Betrieb, alles ist in Gang. Die Leute amüsieren sich. Das Einzige, und man hört, glaube ich, zum ersten Mal diese Wölfe heulen. Natürlich, dass diese Bahn hier heute, wie wir es ganz erwartet haben, nicht fährt. Was sehr traurig ist, da es eigentlich meine Lieblingsbahn war. Wir haben ein bisschen gesprochen, Rita und ich. Man ist natürlich schon ein wenig verängstigt und schockiert. Andererseits, die Bahn ist jetzt über 20 Jahre ohne Fehler gefahren. Es ist halt natürlich so, dass man nicht besonders komfortabel sitzt, oder jedenfalls ich sitze da nicht besonders komfortabel, weil ich etwas zu groß bin. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass wenn es da einen Rums gibt, wenn da die Wegen aufeinander auffahren, dass das nicht sehr angenehm ist, wie wir gesehen haben. Aber Christoph sitzt ja immer fast wie in einem Schneidersitz, weil seine Füße so lang sind. Ja, mit ein bisschen über 1,90 hat man da diverse Platzprobleme. Aber wie ihr seht, es stürmen wieder viele Leute in das Ritterthemengebiet und freut mich, dass hier wieder Musik spielt und dass hier wieder alles in Ordnung ist. Wir haben auch schon auf einer Nachrichtenseite gehört, dass mittlerweile alle Geschädigten schon wieder aus dem Krankenhaus entlassen wurden. Das heißt, sie sind schon wieder entweder hier oder zu Hause, keine Ahnung. Alles Gute an diejenigen natürlich nochmal.
Und Rita, ich glaube, du willst als nächstes... Ich glaube, der Zug fährt auch. Ich weiß noch nicht, wo wir hingehen, aber ich wollte nur sagen, der Zug fährt auch wieder, glaube ich. Zug ist auch wieder, also heute ist alles in Betrieb, außer der Feuerdrache. Und mir kommt heute, es ist jetzt Rita Uhrenvergleich. Circa 10 nach 11. 10 nach 11. Oh, ist es schon so spät. Ja. Heute kommt es mir hier ziemlich belebt vor, weil natürlich die Leute auch bei der langen Nacht die Abendstunden noch ein wenig ausnutzen wollen. Ziemlich lange Schlange, wow, bis hier heraus beim Legoland Express. Auch dort hinten im Jago Flyer, ich sehe jetzt nicht auf die Warteanzeige, aber da ist der komplette Wartebereich gefüllt. Du wolltest zu diesen kleinen Booten. Stimmt, diese eigentlich ja zur Dschungelexpedition, zu dem großen Boot, aber da war auch so viel Wartezeit. Dann schauen also wir mal schauen, wir gehen einfach mal durch. Ja, wir lassen uns treiben und melden uns dann wieder, wenn es was Interessantes gibt. Genau. Und weil wir gerade hier beim Fabrikshop vorbeigehen, übrigens, ich muss mich da noch gewöhnen an die Kamera. Danke, Christoph. Er hat gesagt, ich soll das mal filmen probieren. Genau, zum Fabrikshop. Danke an die vielen, die uns immer die Updates schicken, was es alles hier in der Fabrik Neues gibt. Tim düst schon wieder davon. Ganz richtig, wir kommen ja zwar schon öfter hierher, aber auch nicht so oft und so viele von euch schicken uns Facebook-Nachrichten, E-Mails, Instagram-Nachrichten mit den neuesten Updates hier aus dem Fabrikshop. Ich weiß nicht, ob wir heute noch mal reinschauen sollen. Ich glaube, seit gestern hat sich wahrscheinlich nicht allzu viel getan, wo wir das letzte Mal drin waren. Aber wir werden natürlich schauen, vielleicht sind ein paar Kisten gekommen mit neuen Teilen. Bei der Fabrik heute auch eine halbe Stunde Wartezeit und ihr hattet recht, weil ihr uns auch deswegen angeschrieben habt. An manchen Tagen, wann das ist, wissen wir leider nicht genau, aber an manchen Tagen bekommen bei der Fabrik nur die Kinder einen Sammelstein. Dann wieder alle, also es ist sehr seltsam, niemand weiß, wie das genau funktioniert, aber seid nicht traurig, wenn nur eure Kinder einen Stein bekommen und ihr leider nicht. Heute ist auch das erste Mal eine wirklich, wirklich lange Warteschlange bei dieser Hyundai Fahrschule. Wahnsinn, da werden zwar nicht alle fahren können, weil die Erwachsenen ja nicht rein dürfen, aber man merkt, dass viel los ist. Auch jetzt erst irgendwann aufmacht, kann das sein, weil es sind bis jetzt noch keine Kinder, die herumdüsen. Machen wir mal einen es werden kurzen jetzt erst Schwenk. die ersten hineingelassen, also vielleicht Oder auch nicht. deshalb. Ja, jetzt. Richtig, jetzt werden die ersten Kinder auf die Fahrzeuge losgelassen und ihr seht, ja gut, da kommen dann schon einige dran. Aber das wird noch ein Weilchen dauern, bis Tim damit fahren kann. Ja, leider. Auch wenn diese Fahrschule hier auf dieser Seite für noch kleinere ist. Genau. Aber ein bisschen muss er noch warten. Was ich noch sagen wollte, ihr habt uns ja geschrieben, dass ich einen Rundflug mit diesem Flieger machen muss. Schauen wir mal, die Wartezeit ist momentan, ich glaube, eine halbe Stunde. Vielleicht wird das am Nachmittag noch etwas weniger. Und genauso will ich Rita ja dazu überreden, mit mir eine Runde auf den Powerbildern zu fahren. Dort ist die Wartezeit eigentlich immer sehr human. Meistens nicht mehr als 20 Minuten. Wir werden schauen, ob sich Rita erreichen lässt. Stufe 1 und dann beim Vorbeigehen drücke ich noch schnell auf die 5. Schauen wir mal. Auf jeden Fall ist hier bei dieser Hafenrundfahrt auch die Wartezeit 45 Minuten. Sogar Tim sagt, ja, es ist zwar der Wartebereich hier im Schatten, aber das ist momentan dennoch ein wenig zu viel. Jetzt werden wir mal den ersten Schwung an Fahrwütigen vorbeiziehen lassen und werden dann später nochmal bei den Attraktionen vorbeischauen. Und auch hier ist zwar kein Schild bei diesen Flugzeugen, wo ihr mich sehen wollt, aber 30 Minuten Wartezeit laut der App. Kleiner Abstecher nochmal in das Minifigurenatelier, wo wir noch immer stehen mit unseren Freunden. Die Aktion wird ja jetzt auch von RTL unterstützt. Es sind auch heute schon ein paar mehr Figuren hier. Und wir schauen mal, wo Rita ist. Wieder relativ voll hier, also das ist wirklich, wirklich schwer hier zu filmen. Sind das neue das Hosen? sind die quasi neu sein könnten,
die aber für uns nicht ganz so interessant sind. Ja, also so Bauarbeiter haben wir sehr, sehr viele und das hier, du kannst gerne welche mitnehmen, aber da gibt es vielleicht sogar für uns bessere. Und die interessieren mich auch noch. Bei grüne Hosen haben wir eigentlich nicht so viele. Ja. Auf jeden Fall nicht in hellgrün. Ja, du kannst ja gerne 1 oder 2 6er-Sets mitnehmen, wenn du möchtest. Wie ihr wisst, hier 6 Figuren kosten jetzt 12 Euro. Wie viel haben die vorher gekostet? 10, 50 oder 10 Euro? Leider auch hier im Preis erhöht. Ich gehe mal da drüber, wo ein wenig weniger Leute sind. Lassen wir Rita mal suchen und wir schauen dann, was sie hat. Also wie gesagt, bei den Figuren, wir waren gestern schon hier drin, hatten aber dann mussten dann fast die Kamera ausschalten, weil es so voll war. Hier habt ihr natürlich die Möglichkeit, allerhand Accessoires zu finden, Gitarren in Weiß, Äxte. Schauen wir wieder zu Rita, die ein wenig Luft hat, was sie schon Die zusammengesucht hat. Zahnmitarbeiter nehmen wir definitiv mit. Ich bin noch am Überlegen, wieder mal ein Frauenoberteil mitzunehmen. Und vielleicht sowas fürs Freibad oder für den Strand auch. Irgend sowas. Aber wie gesagt, eigentlich nicht wirklich was Neues. Weil wir auch gefragt wurden, Ritter-Oberteile oder Forestman, suchen wir hier selbst vergebens. Gibt es auch nicht. Die kommen zwar immer wieder mal rein, Eher noch Piraten. aber piratenmäßig gibt es 1, 2 Oberteile. Aber ansonsten hier größtenteils City-Figuren. Als ihr auf der Suche nach Ninjago seid, gibt es ja auch im Ninjago-Shop so eine eigene Figurenwand mit Ninjago-Teilen. Jetzt hat Rita wieder was Neues. Den haben wir aber auch schon. Aber die finde ich auch immer sehr, sehr cool mit dieser Jacke. Ja. Also hier wird auf jeden Fall einiges geboten. Ich habe jetzt auch mal nachgeschaut, eine Figur kostet 2,49 Euro, oder habe ich mich jetzt verlesen? Ja, 2,49 Euro, 6 Figuren 12 Euro. Man kann sich auch diese, wie wir schon gezeigt haben, weißen Oberteile kaufen und dann für 2 Euro extra einen Schriftzug drauf bedrucken lassen. Also wenn ihr Figuren braucht, seid ihr hier auf jeden Fall richtig und die meisten dieser Figurenteile sind auf Bricklink oder anderswo auf jeden Fall um einiges teurer als hier. Also wenn ihr ein paar Figuren für euer Layout braucht, dann nehmt euch doch gerne 1 oder 2 6er-Sets. Wir sind teilweise hier mit 50, 60 Figuren rausgegangen, haben natürlich auch zum Teil unseren Gutschein von der Jahreskarte hier genommen, dann sind die noch ein wenig günstiger. Ich schaue jetzt noch hier nach unten. Das sind einfach total coole Oberteile, wie man sie sonst natürlich in den Sets, aber meistens auf Bricklink, hoppala, da fällt alles runter, in den Konvoluten eher weniger findet. Müsst aber auch ein wenig schauen, denn es sind ziemlich viele dabei. Beispielsweise der hier, glaube ich, den gibt es auf Bricklink zuhauf und der ist auch nicht besonders teuer. Genau. Bei den Köpfen gibt es auch nicht viel Neues, soweit wir das jetzt gesehen haben. Ihr müsst schauen, teilweise sind die vorne und hinten bedruckt, teilweise nur an einer Seite. Es gibt ja auf jeden Fall auch die richtig coolen, wobei die richtig coolen sind eigentlich die alten Classic-Köpfe. Rita lacht blöd, aber es ist so. Da könnt ihr euch auch natürlich durchwühlen. Das Einzige ist, das Licht hier ist sehr schlecht, kommt mir vor. Und man muss da schon genau schauen. Ich weiß gar nicht, ob man es auf der Kamera überhaupt ordentlich erkennen kann. Weil hier die Gesichter doch sehr schwierig zu sehen sind. Nicht die Lesebrille vergessen, falls ihr eine braucht. Meine Mutter hätte Schwierigkeiten, irgendwas zu und die sehen. Kamera hat auch ein wenig Schwierigkeiten. Was ist das hier? Das ist dieser etwas lustig aussehendere. Teilweise sind die auch doppelt, also müsst ihr da schauen. Und es gibt auch schon wieder jede Menge umgedrehte Boxen, also da dürfte schon einiges ausgegangen sein. Haare, auch speziell die längeren Haare würden wir euch empfehlen, denn die sind meistens sehr teuer. Da haben wir schon teilweise Frisuren für Rita gekauft, wo 1 Euro pro Stück aufgerufen wurde.
Also da gerne zuschlagen. Hier auch in Schwarz. Da kann man sich wirklich, wirklich schöne Figuren zusammenbauen. Und Rita, wir warten auf deine weisen Worte, denn ich bin kein Figurenexperte. Es gibt sogar einen Irokesen, einen schwarzen. Hast du den schon hergezeigt? Ja. Toll. Super. Und hier nochmal zurück an diese Außenwand, wo es dann auch noch Frisuren aller Art gibt. Eher kürzere, wenn ich das richtig sehe. Oh, doch mit Zöpfen. Und hinten beginnen dann die ja auch etwas ausgefallenere Teile. Warum nicht? Und hinten beginnen dann die Accessoires. Hier haben sie, glaube ich, auch einige Hüte und Helme. Ja, Bauarbeiterhelm, aber den würden wir nicht empfehlen, hier zu nehmen. Und links geht es dann weiter mit den Accessoires. Da gehen wir dann auch für euch noch kurz hin. So sieht es jetzt momentan mal aus und das sieht mir sehr nach Wild City aus. Wir sind jetzt bei den Accessoires angekommen und Rita ist da am Schauen. Sie nimmt sich natürlich wieder was fürs Winterdorf. Diese Sterne hier sind sehr selten. Ich bin auch noch dafür, irgendwie ein Radio zu nehmen. Man weiß nicht, ist da noch mehr eins drin. Ich glaube, dort hinten gibt es noch mehr. Was auch cool ist, hier diese Fechtstäbe. Ja, die gibt es auch jetzt neu, glaube ich, oder fast neu, weil wir immer wieder gefragt werden bezüglich Piraten. Das ist jetzt so das nächste, was ich gefunden habe, piratenmäßig. Ich weiß aber gar nicht, ob wir da einen ordentlichen Säbel haben. Auf jeden Fall nicht den Classic-Säbel, sondern nur das hier. Leider Hut und ein ordentliches Piratengesicht haben wir auch nicht gefunden. Oder ihr könnt ihr mein Ruder anhängen, das würde natürlich gehen. Es sind aber auch viele Kisten heute hier schon leer. Und ja, kein Wunder, weil so viel los ist hier. Also Radio noch? Schauen wir nochmal dort nach hinten. Jetzt sind dort ein wenig weniger Leute. Saxophon? Also hier sind ein paar Musikinstrumente, Saxophon, Regenschirm, Dynamit, dann auch Äxte. Und Rita ist jetzt hier mal kurz Ein goldenes oder ein graues Rad? Mir gefällt dieses Grüne besser. Was du vielleicht auch noch ein-, zweimal nehmen kannst, ist für den Vergnügungspark dieser aufblasbare Hund. Den finde ich auch immer sehr cool. Der gefällt mir auch immer wahnsinnig. Natürlich, wenn ihr wollt, könnt ihr auch einen Baumstamm aufsetzen, wie es ja in diversen Sets schon vorgekommen ist. Hier, wenn ihr ein Restaurant baut, Kochmütze, Kamera, was haben wir hier noch? Polizeikappe mit Druck, Pokal und hier sind noch ein paar Frisuren. Das? Okay. Und ein Hut, den ich auch sehr cool finde. Heute auch endlich wieder mal in Aktion hier im Minifigurenatelier. Der Zug und sogar der neue Güterzug fährt hier kleine Runden hinunter und dann, wenn er unten ankommt, dann fährt er da drüber und fährt drüben wieder rauf. Sehr cool, dass heute ja wieder mal alles in Betrieb ist hier im Legoland. So, wir haben ein paar Figuren gekauft und Rita hat gesagt, sie möchte noch schnell in den großen City Shop reinschauen, weil wir dort, wie wir vorgestern das letzte Mal drin waren, irgendwie die Merchandising-Sachen in der Mitte nicht besonders gut gefilmt haben. Das stimmt. Deswegen und außerdem hätte ich eigentlich auch gern noch geschaut, ob es irgendwas Kleines, Duplo-mäßiges gibt für Tim, weil es ja derzeit dieses Angebot gibt mit dem Handtuch. Genau, also wenn man für 25 € Duplo einkauft, wobei das muss nicht hier sein, das kann auch in allen anderen Geschäften sein, dann kann man ein Duplo-Handtuch bekommen. Koffer, wir haben leider keinen weiteren Urlaub vor, außer hier vielleicht wieder mal ein Tagesausflug. Aber schauen wir mal. Rita, wir hören dir zu und du sprichst zu uns, was du alles siehst. Was mir jetzt ziemlich gut gefällt, sind diese Stifte, nämlich diese Dots-Stifte. Und es gibt, glaube ich, auch andere, die ausschauen wie so Lichtschwerter und so Zeugs. Aber das Problem ist, dass die sehr, sehr, sehr teuer sind. Wenn ihr aber trotzdem Interesse habt und es euch egal ist, ob es Bleistifte oder sonstiges sind, dann geht doch einfach in die
in das Schnäppchenzelt. Da finden sich nämlich auch verbilligte Bleistifte, was ich gesehen habe. Richtig, ich weiß nicht, ob das ist, weil wieder der Schulanfang droht, aber sie haben dieses Mal sehr viele solche Schreibhefte und Stifte und Notizblöcke und so weiter. Dann auch viel, was eigentlich nichts mit Lego zu tun hat. Das klammern wir jetzt mal aus. Decken, einmal Meerjungfrau und einmal Drache. Wir wollten uns auch wieder mal eine Trinkflasche kaufen. Ich finde, die sieht ja am besten aus. Also die gefällt mir am allerbesten. Das einzige Problem ist, dass sich bei uns hier das schon komplett heruntergekratzt hat. Also die hält leider nicht. Der Druck hier ist nicht besonders gut. Lustigerweise aber bei Christophs Flasche, dass er ein Schnäppchenzelt gekauft hat mit der Apokalypseburg, die hält und hält und hält. Anderer Druck, glaube ich. Wahrscheinlich, ja. Noch ein paar andere Flaschen hier, Polster sind hier. Dann haben wir noch die Schilder und ein paar Schwerter, die hier herumfliegen. Die sind auch immer sehr, sehr beliebt. Ja. Gestern am Abend wurde ich fast noch in einen Schwertkampf im Campingplatz verwickelt. Ja. Wir haben unser Schwert nicht mitgenommen. Vielleicht bekommt Tim noch einen Schild dazu. Ja. Dann hier, wenn ihr Fenster von seid, allerhand Plüschtiere. Die finde ich auch immer Figuren, sehr cool, aber leider auch sehr teuer. Ja, 27 €. Also wir haben da gesagt, bevor wir lauter so ein Zeugs kaufen, nehmen wir uns lieber Lego-Sets. Ja. Dann noch immer hier zum Verkauf diese hölzernen Kleiderhäken Das und würde uns interessieren. Boxen. Hat schon jemand von euch die gekauft? Ich glaube, dass die ja eigentlich ganz cool aussehen können, nur der Preis schockiert mich immer sehr. Ja. Also ich glaube, sehr gediegen und sehr schön für die Inneneinrichtung, aber preislich halt. Ja, und auch Tut's ein diese bisschen Figur. Also Rita, wenn wir 1 Million Abonnenten haben, dann kaufen wir das komplette Set dieser Kollektion, aber vorher glaube ich eher weniger. Besser vielleicht sich hier an die etwas billigeren Rahmen zu halten. Diese 3D-Postkarten habe ich schon gefilmt letztes Mal. Was ich noch nicht gesehen habe, war das hier. Irgendein kleines Creator-Set mit einem LED-Licht drinnen. Was ist das genau? Mit Enten ist das. Das sieht auf jeden Fall sehr, sehr süß aus. Oh, das nicht was für Tim ist vielleicht. Bilderrahmen in verschiedenen Farben. Ich muss schauen, da gibt es auch verschiedene. Das sind nicht alles die gleichen. Aber ist eine sehr, sehr süße Also ein Nachtlicht, wenn ich das richtig gesehen habe. Dann haben wir hier Kappen für alle Kappen-Fans und Batman-Fans natürlich. Dann gibt es hier auch die Taschen, die wir letztes Mal schon gezeigt haben, mit diesem Vintage-Auto und den verschiedenen Logos und dem normalen Logo und die Minifiguren-Setzkästen, die wir auch in unserer Wohnung haben. Bei 26, die haben wir, glaube ich, auf Amazon um 14 oder 15 € gekauft. Auf jeden Fall ist das hier eine sehr schöne, wenn auch nicht günstige Methode, Lego-Figuren zu displayen. Haben wir hier noch rüber, was ist das hier? Rätselbücher, Stickerbögen und eine Minifigur. Sieht auch sehr nett aus. Und übrigens der Hit auf jeden Fall für unseren kleinen Baumeister ist dieses Sackerl hier. Ich habe ihm das mit dem Totenkopf gekauft, weil wir große Halloween-Fans sind, auch in der Familie. Deswegen habe ich mir gedacht, er braucht dieses Jahr unbedingt ja diese Tasche und die gefällt ihm mega. Derzeit sind nur Steine vom Campingplatz drin. Und zwar keine Lego-Steine, sondern echte Steine. Ja. Aber es gefällt ihm richtig. Lego kommt sicher auch irgendwann mal. Dann, da wurden wir jetzt schon informiert, gibt es diese Mystery-Minifigure-Putzel, wo man nicht weiß, welche Figur man baut. Man sieht es erst, wenn man das Putzel aufgebaut hat. Macht Sinn. Aber es sieht auch sehr nett aus. Übrigens danke an alle, die uns hier auch jetzt im City Shop angesprochen haben. Wir hatten wieder sehr, sehr nette Gespräche mit euch. Freut uns immer sehr und ihr dürft das natürlich jederzeit. Wir wurden ja auch schon gefragt, ob das überhaupt erlaubt ist, uns anzusprechen. Na gut, warum eigentlich nicht? Wir sind ja keine Celebrities. Wir dokumentieren nur hier unseren Alltag und unsere Erlebnisse im Legoland. Ist das Halloween-Outfit und der coole Geist. Das sind jetzt größere Schlüsselanhänger, die ich auch bis jetzt noch nicht gesehen habe. Die sind ungefähr doppelt so groß wie eine Minifigur und die haben hier in den Beinen ein Licht, kosten aber dafür auch 13 €. Das ist auch süß. Kann man dann auch abnehmen. Vorne die
das Teil abnehmen, damit man dann noch besser Licht bekommt. Ich finde es heute übrigens sehr angenehm hier in diesem City Shop. Es ist nicht allzu viel los. Hier natürlich die Legoland exklusiven Sets. Falls ihr fragen solltet, das große, dieser Vergnügungspark ist leider schon wieder ausverkauft. Ich weiß nicht, der ist sehr oft nicht da. Dann haben wir hier Bücher. Die haben wir übrigens immer wieder mal bei, was war das, bei Norma haben wir die immer wieder mal gesehen. Da gibt es immer wieder mal Bücher ganz günstig, 1,99, 2,49. Also wenn ihr eine Norma in eurer Nähe habt, dann könnt ihr auch dort immer wieder mal schauen, ob es Bücher gibt. Ich glaube, das war es eigentlich. Und dann haben wir von den, ich sag mal, interessanteren Sachen alles gesehen. Ich schaue noch kurz bei den Duplo vorbei, aber ich glaube, das war es dann eigentlich, was wir das letzte Mal vergessen haben zu filmen. Genau, das wollten wir einfach noch mal kurz aufholen. Aber ich glaube auch hier... Ihr kennt ja, wenn ihr, oder besser gesagt, weil ihr treue Zuschauer unseres Kanals seid, habt ihr ja sowieso alle Legoland-Videos gesehen. Und da gibt es dann natürlich für euch jetzt nicht allzu viele Neuigkeiten. Was ich jetzt schon überlegt habe, was wir kaufen könnten, weil das echt cool aussieht, ist dieses Dot-Set hier. Das Schild sieht, wenn das fertig aufgebaut ist, einfach mega aus. Vielleicht holen wir uns das mal. Und ich finde auch cool, ich weiß nicht, wo die sind, dass es Dots jetzt in Kombination mit Disney gibt. Ja, auf der anderen Seite. Das ist eigentlich ein Geniestreich gewesen, den sie schon vor längerer Zeit her mal haben hätten können. Es gibt auch jetzt, Moment mal, richtig Dot-Set im Disney-Style. Die sind sehr cool. Oh ja, ich war schon kurz davor, sie zu kaufen, wobei Dots eigentlich immer irgendwie reduziert sind irgendwo. Ja. Deswegen, ich warte mal ab, aber bald werdet ihr das sicher bei mir sehen. Ja. Dann gehen wir mal Richtung Ausgang und schauen, ob wir noch was Interessantes für euch finden. Ansonsten ist jetzt Mittagszeit und Tim, glaube ich, möchte erstens essen und zweitens schlafen. Hoffentlich. Ich weiß nicht, ob wir das hier oder am Campingplatz machen. Wir werden mal schauen, wo die beiden sind und dann, ja, hier gibt es übrigens auch bei der Kasse immer Angebote. Die sind zwar heute nicht besonders gut, weil diese Super Mario Sets anderswo zum Teil um einiges günstiger sind. Aber hier könnt ihr auch immer schauen, denn manchmal gibt es Sets, die EOL sind oder EOL gehen und dann könnt ihr vielleicht hier das ein oder andere Schnäppchen machen. Ich mache jetzt noch einen kurzen Stopp da hinten. Ist übrigens auch ein Geheimtipp, denn das kennt meistens keiner. Es gibt Toilettanlagen hinter diesen Fliegern. Ja, Rita geht dort hinten sehr gerne aufs Klo. Die Toiletten findet meistens niemand. Und ja, ich warte wieder mal auf sie. Ich bin hier mit den ersten Bricks Go Wild Schafen vor dem Hafen. Christoph und ich durften zum ersten Mal Schafe unterschreiben und ich habe gesagt, das müssen wir auch kurz filmen. Das Christoph und das Rita Schaf, Urpala, warte, ich drehe es mal, von Bricks Go Wild. Ja. Wie süß ist das? Also wenn ihr so coole Ideen habt, dann gerne bei uns melden. Auf sowas wäre ich nie gekommen. Ihr seht, Rita ist am Tanzen. Wir kommen gerade live in eine dieser Shows auf der Bühne am Miniland-Areal. Die Kamera spinnt gerade ein bisschen. Eine Tanzshow, die jetzt wahrscheinlich gerade aus ist, wo wir hierher gekommen sind. So, und nach so viel getaner Arbeit durften die Frauen dann noch etwas anderes ganz Tolles machen. Und zwar, das machen eure Mamas auch. Hallo. Wir kommen wieder. Gut. So, bei voll tätowiert. Auch schon da. Und vergessen. Oh, ganz super. Dankeschön, Madame. So, liebe Freunde, die Show war jetzt gerade aus, als wir hingekommen sind. Also wir haben da jetzt nicht mehr viel gesehen, aber es hat so ausgeschaut, als wäre das eine 40er-Jahre-Party, was ich als Motto sehr interessant fürs Legoland finde, ganz ehrlich. Irgendwie ist es so ein halb Schauspiel, halb Tanz gewesen. War sehr interessant. Das Einzige, was ich mir gedacht habe, ob so die Musik für Kinder ist.
Ja. Aber ich habe ein bisschen getanzt, also das hat gut gepasst. Ich habe zu Rita gesagt, stell dich ein bisschen näher hin, damit du besser hörst. Auf der Kamera hört man es nämlich, glaube ich, leider nicht. Aber es wurden so Geschichten erzählt von den 1940er Jahren, Genau, wie es da den Frauen gegangen ist, dass die nach Hause mussten und putzen und kochen und dass da wenig Zeit für Lego bauen ist. Lego bauen zum Beispiel war. Ja. Also kannst du dich glücklich schätzen, wie es jetzt im 21. Jahrhundert dir ergeht. Kurz nur Update. Wir sind am Weg, wie ihr vielleicht gesehen habt, zurück zum Campingplatz, weil Tim dort sein Mittagsschläfchen hält. Wir werden jetzt auch kurz Rast einlegen, vielleicht einen Kaffee trinken und dann haben wir später noch einen Tisch im Dschungelbuffet reserviert, weil viele von euch geschrieben haben, dass wir dort auf jeden Fall auch hingehen sollen. Ja. Das heißt, da werden wir auch versuchen, das Buffet ein wenig zu filmen. Es ist jetzt ein bisschen Zeit vergangen seit dem letzten Shot. Das liegt allen voran auch daran, dass wir viel mit euch gequatscht haben. Ganz richtig. Also und wirklich sehr viele nette Gespräche von allen Herrenländern. Also wirklich, wir haben jetzt das Dreiländereck da quasi schon abgeklappert. Österreicher, Schweizer und Deutsche waren da. Voll nett. Also jedes Gespräch war für sich einfach super nett. Und wir haben uns sehr, sehr drüber gefreut. Ja, also wir haben wirklich, egal. Und die Schafe sind auch mit. Da werden wir natürlich, wenn wir die einbauen, auch noch was herzeigen. Was wollte ich jetzt sagen? Ach so. Sag. Ihr wisst ja, wir werden mehr oder weniger für diese Arbeit, die wir hier leisten, und es ist einiges an Arbeit. Ich habe schon gesagt, ich sitze meistens bis 12:30 nachts in der Kälte vor dem Camper, damit wir hier die Videos für euch zeitnah aufnehmen können. Und natürlich bekommen wir etwas durch die Klicks, durch die Abos und das Ganze. Also uns geht es da auf keinen Fall schlecht, aber für uns beide, ich glaube für Rita auch, ist das ganz was Besonderes, wenn ihr zu uns herkommt, wenn ihr Hallo sagt, wenn ihr, so wie alle Leute sagen, ihr macht das so cool und so, das ist wirklich für uns mehr Lohn als alles andere irgendwie und das motiviert uns auch immer weiterzumachen. Mehr eine Herzensangelegenheit, dass wir dieses Projekt haben, als dass es sich wirklich jetzt so rentiert. Ja, leider. Aber ja, wäre cool, wenn es anders wäre, aber mein Gott, was soll's. Es ist ein Hobby und es ist ein super nettes Hobby, also eines der besten Hobbys, würde ich sagen, weil wir einfach so viel zurückbekommen und das ist echt cool. Richtig, und wir haben jetzt wieder total nette Gespräche mit vielen Leuten gehabt, die auch zusammen Lego bauen und das ist total schön. Die schauen zusammen sogar unsere Videos. Also, noch schöner. Was wünscht man sich mehr? Also das ist natürlich immer eine ganz besondere Angelegenheit und da wollen wir uns auch natürlich, wir mussten jetzt dann langsam mal Schluss machen, weil Ritas Mutter mit dem Kleinen, wie gesagt, am Campingplatz ist und auf uns wartet, aber da nehmen wir uns natürlich auch immer gerne die Zeit und für uns ist das, ich sage immer auch dazu, auch noch eine ungewohnte Angelegenheit und Situation eigentlich, wenn wir da fotografiert werden oder gefragt werden, ob wir ein Foto machen dürfen. Wir sind ja auch ganz normale Leute mit ganz normalen Lego-Steinen in der Hand, die eigentlich nichts Besonderes machen, aber das freut uns immer total. Ja. Und wenn ihr eine Freude habt, dann freut es uns umso mehr und das ist natürlich total cool. Ach übrigens von den Schafen, ich glaube, da kennen sich die Leute jetzt nicht aus, weil wir ich habe nicht unsere Schafe mitgenommen. Ja, also nochmal zurück. Wir durften 2 Schafe, die übrigens in die Schweiz gehen, unterschreiben und als Dankeschön dafür, das wollten wir eigentlich nicht, aber als Dankeschön dafür haben wir auch 2 Schafe bekommen. Und wir haben gesagt, das können nicht einfach so quasi nackte Schafe bleiben. Nein, es ist kein Schafpelz draufgekommen, sondern sie wurden unterschrieben von den beiden, die uns die Schafe geschenkt haben. Richtig. Mehr dazu kommt aber dann im nächsten City-Update. Oder Haul, je nachdem, was zuerst kommt. Je nachdem, wie schnell der Upload am Campingplatz ist. Der hat uns leider letzte Nacht im Stich gelassen. Deswegen ist das Video, glaube ich, von gestern noch immer nicht online gegangen. Aber ich schaue jetzt da gleich mal. Ja. Wir melden uns dann später wieder. Jetzt sind wir, wenn wir die Kamera schwenken. Also ihr habt jetzt genau gesehen, wie lange der Fußmarsch vom Legoland zurück ins Feriendorf ist. Es geht ein bisschen bergauf. Dieser Shot ist jetzt genau 5 Minuten 20 lang. Wir haben gefilmt, gesprochen, da sind wir also sicher langsamer gegangen. Also in 5 Minuten ist man hier auf jeden Fall wieder bei den Hotels oder Campingplatz. Rita? Ich freue mich jetzt schon auf was zu trinken und was zu essen. Und gestärkt würde ich sagen, gehen wir dann wieder zurück.
Wobei ich heute eher fasten werde, weil wenn wir am Abend stimmt. ein Buffet vor uns haben, Gut, dass du sagst. dann werde ich mich heute etwas zurückhalten. Ich bin schon sehr gespannt aufs Buffet. Wir sehen uns später wieder. Ja. Wir sind wie immer etwas spät dran. Ja, also euch fällt es nicht auf, weil es gleich der nächste Shot ist, aber es sind jetzt einige Stunden vergangen, es ist 5:30 und wir haben jetzt eine Reservierung im Dschungelbuffet und sind leider etwas spät dran, ja, weil es schon ein bisschen nach 5:30 ist, aber ich hoffe, die nehmen es dort nicht so genau. Was haben wir jetzt gemacht, Rita? Was haben wir jetzt gemacht? Wir waren im Duploland. Wir waren wieder bei diesem super Hip-Shop und haben ihn leer gekauft. Ja. Sonst sehr viel los. Boah, heute. Extrem viel. Wir haben nach unserer Mittagspause die Kamera eigentlich nochmal mitgenommen, weil ich mir gedacht habe, den einen oder anderen Shot könnten wir euch noch zeigen. Aber das Legoland ist heute zum Bersten gefüllt. Es ist fast zu viel los für meine Begriffe. Ja. Und ich habe dann die Kamera gar nicht mehr gezückt, weil es einfach teilweise schwierig ist durchzukommen. Noch dazu wir mit dem Kinderwagen. Ja. Aber gehen wir vielleicht gleich dort drüben, das ist ein bisschen kürzer. Uns geht es auf jeden Fall gut. Wir waren mit Tim Zug fahren, wir waren rutschen, wir waren viel unterwegs mit ihm. Jetzt sind wir dann noch in 1, 2 kleinen Geschäften vorbeigegangen, haben einfach noch ein bisschen geschaut. Ein paar von euch haben wir noch getroffen. Ja. Das war auch sehr nett. Aber ansonsten eigentlich nicht mehr recht viel, außer eben ein bisschen durchgegangen. Hallo. Übrigens, was ich generell sagen wollte, das waren jetzt gerade Legoland-Mitarbeiter, die sind, soweit wir das mitbekommen haben, alle super freundlich. Ja, oder wir haben nur die super freundlichen getroffen. Und das ist jetzt nicht nur, weil wir mit der Kamera hier rumlaufen. Nein. Wir waren auch am Campingplatz zum Beispiel, wo ich abends nur mit Bademantel bekleidet dann noch duschen gehe. Wer das sehen will. Immer ein nettes Gespräch. Ich habe schon Fotos von den Kindern am Handy gezeigt bekommen und so weiter. Also Campingplatz ist Herr Ramazan ganz besonders freundlich zu uns. Also der ist wirklich, fragt immer schon, wie es Tim geht und so weiter. Also super. Also ein großes Kompliment auch an die Mitarbeiter hier, eigentlich an alle, muss man sagen. Wirklich, ja. Wir schauen jetzt, wie gesagt, ins Dschungelbuffet. Ich werde versuchen dort, je nachdem wie viel los ist, das Buffet auch ein bisschen zu filmen. Kostet etwa 30 € pro Person. Antialkoholische Getränke sind aber inkludiert, soweit wir das gesehen haben. Und dann melden wir uns auf jeden Fall nochmal. Ich weiß nicht, ob wir dann nochmal in den Park runterschauen. Kommt auch darauf an, wie lange das hier dauert und wie es mit Tim geht. Er ist jetzt etwas müde geworden, was man ihm auch natürlich verzeihen kann. Oh ja, und so viel wie heute los war. Auf jeden Fall schauen wir uns dann das Feuerwerk noch an. Aber anscheinend sieht man das ja auch von rundherum. Ja, also wir haben den Tipp bekommen, dass man das auch heute ist die letzte Sommernacht des Jahres 22, also kommt der Tipp etwas spät, aber vielleicht für nächstes Jahr. Wir haben den Tipp bekommen, dass man die Feuerwerksshow auch von der Ritterburg sehr gut sehen soll. Ja. Das werden wir uns dann ansehen und melden uns dann nachher wieder. Genau. Also jetzt mal essen. Ja, ich bin schon sehr hungrig, habe heute gar nichts Mittag gegessen. Nein. Jetzt werden dafür einige Teller verteilt. Bis dann, bis nachher. Tschüss. Rita ist schon so hungrig, dass sie nichts mehr sagen kann. Sie hat jetzt schon ihr Mikrofon ausgeschaltet und ist bei der Getränkestation. Also das Essen kostet Pi mal Daumen, ich glaube 29,90 oder 30 € pro Person. Mit inkludiert sind aber diese antialkoholischen Getränke, die man sich hier an der Saftbar so viel holen kann, wie man will. Also da werden wir zuschlagen. Heute ist ein heißer Tag, das ist ganz klar. Dann gibt es auch natürlich noch andere Getränke, alkoholische, Bier, Wein und so weiter. Die muss man sich hier kaufen, wenn man welche extra haben will. Und das Buffet startet um 17:30 Uhr, also genau in der Zeit, wo wir jetzt hergekommen sind. Und wir schauen jetzt mal eine kleine Runde, was es hier so gibt. Ich hoffe, das ist okay, wenn wir euch hier mitnehmen. Verschiedene Suppen, auch Einlagen in die Suppen. Und wir haben auch gelesen, dass es zum Teil auch immer wieder andere Gerichte hier gibt. Hier ist das spezielle Essen für Tim. Der ist aber jetzt nicht dabei, weil der war vom Park heute so müde, dass er eine Runde schläft und er hat schon gegessen. Also das war nicht so ideal. Aber gut, schauen wir noch hier herüber. Also man hat hier zum Teil Essen, die man sich selbst nehmen kann und zum Teil auch welche, wo man bedient wird. Sieht aber alles ganz schmackhaft aus. Wir werden euch das natürlich dann aus erster Hand berichten. Ist natürlich jetzt großteils auch Essen, was für Kinder
auf jeden Fall geeignet ist und das ist auch gut so, weil hier sind ja fast nur Familien mit Kindern oder jedenfalls haben wir viele gesehen. Hier die Desserts, da kommen wir dann später noch dazu, werden wir sicher auch noch zuschlagen. Hier Strudel, Kompott, Topfenknödel mit Nougat, dann auch diverse kalte Platten mit Brot, da werde ich auch hungrig, diversem Gebäck und dort drüben haben wir dann noch die Salatbar und die Obstbar. Und ich glaube, wir werden jetzt mal 1, 2 Teller für euch kosten. Ich wollte gerade sagen, bis auf den Dschungelkleber sieht alles gut aus, aber der sieht ekelhaft Ich habe zuerst geglaubt, das sind Gummibären, aber nein. Und übrigens ist das, ich weiß gar nicht, ob ihr hier jetzt einen Tisch reserviert habt. Ich glaube nicht, das Restaurant ist ziemlich groß, man kann auch draußen auf der Terrasse sitzen. Und ja, wir haben jetzt also um 17:30 Uhr noch leicht einen Platz bekommen, aber es wird jetzt schon voller. Wir essen jetzt mal. So, kurzer Shot nach etwa 5 Tellern. Rita, wie ist dein Fazit? Du hast gerade gegessen. Ich wollte mir gerade was holen, aber bin dann zu dir, weil ich fragen wollte, wie es dir geht. Mir geht's sehr gut, danke. Hochprofessionell mit dem Ideal hier. Mikrofon. Sehr, sehr gut, muss ich sagen. Es ist eine gute Auswahl für Kids, für Fischliebhaber, für Fleischliebhaber, alles Mögliche, alles super. Nicht wahnsinnig groß, also habe es mir noch ein bisschen größer vorgestellt, muss ich sagen. Aber von der Auswahl her perfekt. Also es ist für alle was dabei, würde ich sagen. Du? Dann essen wir jetzt wieder weiter. Ich bin auch zufrieden und holen mir den nächsten Teller. Christoph ist zufrieden. Wir holen uns den nächsten Teller. Wir sind jetzt voll gefressen. Ich filme absichtlich nicht weiter nach unten, denn Ritas Bauch würde euch eher weniger begeistern. Ja, wir haben, So ich glaube, doof. ungefähr 10 Teller gegessen. Also ich habe Ja. auch zu Rita gesagt, ich bin gespannt, ob wir heute noch ein Feuerwerk sehen. Ich Jetzt bin auch mal gespannt. kurze Siesta angespannt, wobei Ja. ein kleiner Verdauungsspaziergang in den Park runter auch vielleicht empfehlenswert wäre. Ich weiß es nicht. Jetzt brauchen wir mal kurz eine kleine Pause. Ja, ich glaube auch. Aber wir melden uns dann wieder. Essen ist auf jeden Fall gut. Gut, gut. 1, 2 Sachen waren dabei, die auch dir nicht so gut geschmeckt haben, Rita, oder? Was war das? Ja, es war mir teilweise ein bisschen zu mild gewürzt, aber das ist an sich kein Problem, weil Salz und Pfeffer gibt es ja zum Glück am Tisch. Aber der Fisch war sehr gut. Ich habe eine Forelle gegessen. Sehr vorzüglich und die Nachspeisen waren auch gut und die Melone war gut und der Käse. Eigentlich. Ja, wobei du gesagt hast, du würdest eher das Steakhouse empfehlen. Das stimmt. Also wie gesagt, wir haben hier 30 € Aber- bezahlt mit einer Getränke-Flatrate. Im Steakhouse war es auch ungefähr so viel, wenn ich mich nicht täusche. Aber ich bei den bin auch Getränken. ein Steak-Fan. Also natürlich weiß ich nicht, ob ihr Steak-Fans seid, aber ja, ich bin ein riesen Steak-Fan und die machen das echt gut dort. Ja. Und- Da müsst ihr aber unbedingt reservieren, denn da sind nicht so viele Sitzplätze. Richtig. Und was ich Genau. auch noch anmerken möchte, ist, es steht jedenfalls auf der Speisekarte, dass sie täglich wechselnde Menüs haben. Also Okay. das, was wir hier gegessen haben oder was ich gefilmt habe, kann natürlich sein, dass das Okay. morgen oder an einem anderen Tag, wenn ihr hingeht, nicht auf der Tageskarte ist. Aber das weiß ich jetzt nicht genau, weil es das erste Mal war, dass wir dort waren. Ja, also jetzt mal kurze Pause. Ich bin Ja. auf der Suche nach irgendeiner Sitzgelegenheit. Oder wir legen uns schnell ein wenig in unserem Campervan und Gescheit. dann sehen wir hoffentlich heute noch ein Feuerwerk oder auch nicht. Ich hoffe schon. Wir werden sehen. Bis dann. Bis später. Tschüss. Rita genehmigt sich gerade ein Feierabendbier und das, obwohl wir eigentlich noch im Dienst sind. Es ist jetzt schon kurz vor 10 und wir Nur sind gerade Apfelsaft. auf der Suche nach einem geeigneten Ort zum Filmen für das Feuerwerk. Wir sind jetzt schon ein bisschen im Feriendorf hin und her gelaufen. Wahrscheinlich beginnt das Feuerwerk gleich und wir sehen gar nichts. Das Problem war, dass wir nicht mehr runtergehen konnten in den Park, weil sie Ja. schon für das Feuerwerk vorbereitet haben und der Park dann der Zugang zum Park dann gesperrt war. Genau, aber es war einfach so, dass heute so viel los war. Wir wollten eigentlich noch mehr die Paraden und sonstige Musical-Auftritte eigentlich heute filmen war viel los. und uns ansehen, aber es war erstmal viel los und das war dann auch der Grund, warum Tim nicht ganz so fit war.
Und ja, jetzt haben wir gesagt, natürlich ist uns der Tim am allerwichtigsten, ist klar. Deswegen haben wir gesagt, wir gehen zurück zum Campingplatz, wir machen uns einen ruhigeren Abend. Wir waren ja dann im Dschungelbuffet auch noch essen. Da war er auch schon nicht mit, ja, damit alles ein bisschen ruhiger ist. Aber ich glaube, das passt auch so und denke mir, das ist dann wenigstens vielleicht ein realistischer Tipp, noch mehr, speziell wenn man mit kleinen Kindern unterwegs ist, dass man ja, sich auch von hier draußen ein Plätzchen suchen kann, um das Feuerwerk anzusehen. Genau, sind wir uns ehrlich, Rita, du sprichst hier sehr weise Worte. Den ganzen Tag im Park und dann am Abend bei diesem Trubel, bei diesem Wahnsinn, der dort stattfindet und dann auch noch im Park sein, das Feuerwerk und die ganzen Shows und die ganzen alles Mögliche, was sie heute abgezogen haben. Also es war schon sehr anstrengend, auch für uns. Ich glaube, wir stellen uns irgendwo daher. Ja, also wir sind jetzt wieder zurück. Piratenfort. Wir sind jetzt gerade beim Piratenfort. Ja. Wieder zurück zum Campingplatz gegangen. Und übrigens, falls ihr euch das ganze Tohuwabohu anschauen wollt, wie es da drinnen quasi abgeht, nachher könnt ihr euch auch unser Flitterwochen-Video von vor 2 Jahren ansehen, denn dort haben wir das Feuerwerk gefilmt und auch das Ganze drumherum ein bisschen gefilmt. Also vielleicht einfach da mal reinschauen. Und heute bekommt ihr die Außenansicht. Ja, unter der Bedingung, dass das Feuerwerk nach 2 Jahren jetzt wieder so ähnlich stattfindet wie im Jahr 2020. Ja, wir schauen jetzt mal und melden uns dann wieder. Ja. Und es startet über dem Campingplatz. Wir sind jetzt direkt vor dem Piratenfort. Ihr hört es. Es ist ein Hammer, es glitzert. Es stimmt, es ist wirklich ein Hammer und es glitzert wirklich. Haben wir eigentlich eine ganz gute Aussicht. Also direkt am Campingplatz könnt ihr es sicher auch. Also ihr seht, hier stehen die Wohnwegen, wir sind hier nur ein bisschen ein paar Schritte raufgegangen. Da drüben wohnen wir. Tim schläft hoffentlich, kontrollieren wir mal. Wieder zurück zum Feuerwerk. Wie Silvester. Von hier hört man natürlich die Musik nicht, was schon auch besser ist, denn sonst droht der Copyright Strike. Deswegen sind wir heute hier draußen. Ja. So sieht das Feuerwerk aus. Auf jeden Fall danke fürs Einschalten. Morgen fahren wir heim. Jetzt schauen, ob wir noch was filmen. Wunderbar. Ich habe das Gefühl, es kommt morgen noch ein Video. Die Smileys bedeuten auf jeden Fall, oder sind ein gutes Zeichen. Wahnsinn, wie das knallt. Es war eine wunderschöne Zeit mit euch. Danke für die vielen lieben Kommentare. Danke auch für die vielen Treffen. Sorry auch an diejenigen, die uns nicht gesehen haben. Das tut uns auch sehr, sehr leid. Aber eben, wir mussten heute mit Tim dann etwas früher reingehen. Hätte uns natürlich gefreut, euch auch zu sehen, aber vielleicht ein andermal. Wir kommen auf jeden Fall wieder. Wir kommen wieder, ich hoffe ihr auch. Wir genießen jetzt noch etwas das Feuerwerk, wollten uns nur ein paar Eindrücke mit euch teilen. Und ja, sehen uns auf jeden Fall bald wieder. Oh ja, macht's es gut und bis bald. Tschüss. Tschüss. Also wir müssen sagen, ich glaube, wir hätten das Feuerwerk eigentlich von unserem Campingplatzplatz aus am besten gesehen. Jetzt haben wir eine Wanderung umsonst gemacht, aber auch egal. Das Feuerwerk ist auf jeden Fall mega. Ja, es ist riesig und sehr, sehr laut.